Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu dieser neuen Anleitung. Wie immer werde ich mein Oberteil für Größe M häkeln. Das sind in etwa 100 cm Brustumfang. Wenn ihr von euch sagt, eure Hüfte ist breiter und das Ganze soll über die Hüfte gehen, dann messt natürlich den Hüftumfang. Bei Größe M häkel ich für einen Brustumfang von 100 cm. Diesen teile ich durch 2, rechne aber nochmal plus 5 drauf, da dieses Oberteil etwas lockerer sitzen soll. Und komme somit auf eine Breite von 55 cm. Als nächstes werde ich dann eine Kette anschlagen auf 55 cm. Dann zähle ich die Kette durch und diese sollte teilbar durch 16 sein. Im Anschluss hier dran werde ich euch das Muster auf einem kleinen Stück zeigen, da 55 cm sonst zu langwierig sind, gerade bei diesem Muster. Da wir sowieso 2 kleine Läppchen später auch noch für die Ärmel brauchen, könnt ihr auch dann bei dem Muster direkt mit den Ärmeln beginnen, wenn ihr möchtet. Ich werde dieses Oberteil recht simpel halten, indem ich nur 4 Teile häkel. 2 große und 2 kleine. Die 2 kleinen sind die Ärmel, die 2 großen sind Vorder- und Rückteil. Nachdem ich dann den Brust- oder Hüftumfang genommen habe, durch 2 geteilt und plus 5, ist das Ergebnis schon mal die Breite von beiden Teilen. 55. Danach messt ihr einmal unterm Ärmel herab, wie lang euer Oberteil werden soll. Hier hatte ich mich für 40 cm entschieden. Und dann nehmt ihr einfach mal einen gut sitzenden Pullover und nehmt nochmal die Ärmelhöhe. Das sind bei Größe M so circa zwischen 18 und 20 cm. Da habe ich auch aufgerundet auf 20 und habe somit eine Gesamtlänge von der Schulter herab, wie lang der Pulli werden soll, von 60 cm. Also werden meine größeren Teile 55 x 60 sein. Die kleineren Teile, da braucht ihr eure Ärmelhöhe. Die nehmt ihr mal 2 und habt somit schon mal die Breite. Das sind bei mir 40 cm. Und dann sucht ihr euch aus, wie lang euer Ärmel werden soll. Ich möchte hier einen Kurzarm haben und werde nur ca. 20 cm hochhäkeln. So, und danach haben wir eigentlich alle Maßen, die wir brauchen, zusammen. Nein, halt, eins fehlt noch, und zwar die Breite eures Halsausschnitts. Die könnt ihr auch von einem gut sitzenden Pullover übernehmen. Da werde ich so bei 28 cm sein. Wir schlagen also jetzt für den Hauptteil, fürs Vorder- oder fürs Rückteil, es sind ja 2 gleiche Teile, eine Kette an, die so breit ist wie unser Ergebnis. In meinem Fall 55 cm. Danach zähle ich die Kette einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 16 sein. Wenn das nicht so ist, dann einmal korrigieren und dann können wir mit dem Muster loslegen. Das gleiche mache ich dann auch mit den Ärmeln. Hier brauche ich 40 cm. Das heißt, ich werde eine Kette auf 40 cm anschlagen, durchzählen und diese auch teilbar durch 16. Bei meinem Hauptteil und Größe M, bei Nadelstärke 4 und einem vierfädigen Bobbel, weiß ich, dass meine Hauptteile, dafür mache ich jetzt mal einfach nur ein H hier hin, 96 Maschen brauchen. Und für die Ärmel, da mache ich jetzt mal ein Ä hin, brauchen wir 64 Maschen. Ihr könnt, wenn ihr für eine kleinere Größe oder größere Größe häkelt, mit dem Dreisatz euch entweder das Ergebnis umrechnen oder aber, was ich immer viel besser finde, messt euch selber aus, errechnet die Maße
schlagt die Kette an, zählt diese durch, teilbar durch 16 und legt los, denn dann habt ihr ein perfektes Ergebnis. Dann geht's los. Ich beginne mit einer Luftmaschenkette. Diese häkle ich wieder direkt aus festen Maschen. Ihr könnt aber auch ganz normal eine Luftmaschenkette anschlagen, dann bitte aber mit einer halben Nadelstärke größer. Ich schlage hier 2 Luftmaschen an, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch. Beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine und durch 2. Nun hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Faden holen, durchziehen. Beide Schlaufen auf gleiche Höhe. Das ist wichtig, dass die Kette elastisch bleibt. Durch eine Schlaufe und dann wieder durch 2. Nächste gebildete Masche. Beide Schlaufen auf gleiche Höhe. Durch eine und durch 2. Und wie ihr seht, geht das Ganze recht schnell und ihr habt danach eine schöne elastische Kette aus festen Maschen, spart euch somit Hin- und Rückreihe. Und nun schlagen wir die Kette so weit an, wie ihr diese benötigt für eure errechnete Maße. Nachdem ihr eure Kette angeschlagen habt, so viele Maschen, wie ihr für euer Projekt benötigt, zählt ihr diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 16 sein. Danach beginnen wir mit einem Stäbchen, 3 Wendeluftmaschen und häkeln in die nächsten 4 Maschen jeweils ein Stäbchen, sodass wir optisch 5 Stäbchen haben. Danach kommen 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ein Stäbchen in die 4. Masche. Drei Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. 9 Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Drei Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die 4. ein einzelnes Stäbchen. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. wieder 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 3 Luftmaschen und in die 4. wieder ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. wieder 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die 4. ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ab der 4. 5 Stäbchen, damit wir Anfang und Ende gleich haben.
Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen, sodass wir 1 weniger haben. Anstatt optisch 5 haben wir dann nur noch 4 und 1 bleibt unbehäkelt. 3 Luftmaschen. Und nun machen wir einen Umschlag und gehen vor dem Stäbchen um die Kette herum und häkeln dort ein Stäbchen. Dann häkeln wir ein Stäbchen in das Stäbchen und ein Stäbchen danach um die Kette herum. 3 Luftmaschen. Dann kommen wir zu den 9 Stäbchen. Hier lassen wir das erste aus und häkeln ab dem zweiten alle Stäbchen mit einem Stäbchen ab und lassen auch das letzte aus. Also bei den 9 Stäbchen das erste und das letzte auslassen und somit haben wir nur noch 7 Stäbchen. 3 Luftmaschen und auch hier wieder vor dem einzelnen Stäbchen um die Kette herum ein Stäbchen, in das Stäbchen ein Stäbchen und danach um die Kette herum ein Stäbchen. Wer möchte, kann sich das auch noch mal so ein bisschen zusammenschieben. 3 Luftmaschen und bei den 9 Stäbchen das erste und das letzte wieder auslassen und 7 Stäbchen häkeln. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. 3 Luftmaschen und vor dem einzelnen Stäbchen um die Kette herum ein Stäbchen, in das Stäbchen ein Stäbchen und nochmal ein Stäbchen danach um die Kette herum. 3 Luftmaschen. Dann sind wir wieder bei den 9 Stäbchen, das erste und das letzte auslassen und 7 Stäbchen häkeln. Sieben. 3 Luftmaschen. Vor dem einzelnen Stäbchen ein Stäbchen häkeln, um die Kette herum, in das einzelne Stäbchen ein Stäbchen häkeln und danach auch noch mal ein einzelnes um die Kette herum, sodass wir optisch 3 Stück haben. 3 Luftmaschen und am Ende der Reihe machen wir wieder aus den 5 optischen Stäbchen 4, indem wir das erste auslassen, über die nächsten 3 ein Stäbchen häkeln. Und das vierte und letzte machen wir in der zweiten Masche von unten angezählt in die Steigeluftmaschen der Vorreihe. Und fertig ist Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Wir beginnen wieder mit 3 Steigeluftmaschen und machen aus den optischen 4 Stäbchen 3. Das heißt, wir häkeln in die nächsten 2 Stäbchen jeweils ein Stäbchen hinein, lassen das letzte aus, 3 Luftmaschen, dann häkeln wir bei den 3 Stäbchen ein Stäbchen um die Kette davor, dann über jedes der 3 Stäbchen ein Stäbchen und ein Stäbchen danach um die Kette herum, sodass wir aus 3
5 gemacht haben. 3 Luftmaschen und wieder das erste und das letzte Stäbchen auslassen und alle restlichen behäkeln, sodass wir nur noch 5 Stäbchen übrig haben. Drei Luftmaschen. Dann kommen wir wieder zu den dreien. Wir häkeln davor um die Kette herum ein Stäbchen, dann über die 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen danach, damit wir aus 3 Stäbchen 5 gemacht haben. 3 Luftmaschen. Das erste und das letzte Stäbchen wieder freilassen und die mittleren 5 mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Drei Luftmaschen. Bei den 3 Stäbchen ein Stäbchen davor um die Luftmaschenkette, über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen danach um die Luftmaschenkette, sodass wir auch hier wieder aus 3 Stäbchen 5 gemacht haben. 3 Luftmaschen, erstes und letztes Stäbchen wieder freilassen und aus 7 Stäbchen 5 häkeln. Drei Luftmaschen, rüber zu den 3 Stäbchen, ein Stäbchen davor um die Kette herum, über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen danach um die Kette herum. Auch hier wieder aus 3 5 machen. 3 Luftmaschen und am Ende der Reihe aus den 4 optischen Stäbchen 3 häkeln. Dazu über die 2 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und das letzte, dritte in die Steigeluftmaschen der Vorreihe, zweite Masche von unten und dann habt ihr einen schönen geraden Abschluss. Das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Wir beginnen mit 3 Wendeluftmaschen und häkeln über das nächste Stäbchen ein Stäbchen, sodass wir optisch nur noch 2 haben. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen vor die nächsten Stäbchen um die Kette herum, über die nächsten 5 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln und nach den 5 nochmal ein Stäbchen um die Kette herum, sodass wir aus 5 7 Stäbchen gehäkelt haben. 3 Luftmaschen, rüber zu den 5 Stäbchen, erstes und letztes freilassen und 3 Stäbchen über die mittleren Stäbchen häkeln. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen vor die 5 Stäbchen häkeln um die Kette herum, die nächsten 5 Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln und ein Stäbchen danach, so dass wir aus 5 wieder 7 gemacht haben.
Luftmaschen und aus den 5 Stäbchen wieder 3 häkeln, indem wir das erste und das letzte freilassen. Drei Luftmaschen und aus 5 Stäbchen wieder 3 häkeln, indem wir das erste und das letzte Stäbchen auslassen. Drei Luftmaschen und aus den 5 Stäbchen wieder 7 häkeln, indem wir ein Stäbchen davor um die Kette häkeln, danach über die nächsten 5 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen danach um die Kette. So haben wir aus 5 wieder 7, 3 Luftmaschen und am Ende der Reihe machen wir auch hier aus 3 optischen Stäbchen 2, indem wir eins auslassen, in das nächste ein Stäbchen häkeln und das letzte zweite in der zweiten Masche von unten angezählt in den Steigeluftmaschen hineinhäkeln und somit unsere Reihe beenden. Das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 3 Steigeluftmaschen bzw. Luftmaschen, um rüber zu kommen. Danach häkeln wir ein Stäbchen vor die nächsten Stäbchen um die Kette herum, denn hier müssen wir jetzt aus den 7 9 häkeln. Danach behäkeln wir alle 7 mit jeweils einem Stäbchen. Und nochmal ein Stäbchen danach um die Kette herum. 2, 4, 6, 8, 9. 3 Luftmaschen. Und ein einzelnes Stäbchen in die Mitte der 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und vor die nächste Stäbchengruppe ein Stäbchen um die Kette herum, dann 7 Stäbchen über die nächsten 7 Stäbchen, 4, 5, 6 und 7, 8 und das 9. um die Kette herum. 2, 4, 6, 8 und 9. 3 Luftmaschen, ein einzelnes Stäbchen wieder in die Mitte der 3 Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und auch vor der nächsten Gruppe ein Stäbchen um die Kette herum, über die nächsten 7 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln, 4, 5, 6, 7, 8 und das 9. wieder dahinter um die Kette herum. 2, 4, 6, 8, 9. 3 Luftmaschen und ein einzelnes Stäbchen wieder in die Mitte der 3. 3 Luftmaschen und ein Stäbchen um die Kette herum. Über die nächsten 7 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 2, 4, 6, 8, 9.
und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in die zweite Masche von unten angezählt. Für einen schönen geraden Abschluss. Das war Reihe 5. Kommen wir zur Reihe 6. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und häkeln ein zusätzliches um die Kette herum. Denn hier haben wir die Stäbchen alle so lange abgenommen, bis wir nur noch eins hatten, und jetzt nehmen wir diese am Rand wieder zu. 3 Luftmaschen. Das erste Stäbchen freilassen und die nächsten 7 mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Und 7. Das letzte wieder freilassen. So haben wir aus 9 7 Stäbchen gehäkelt. 3 Luftmaschen und nun wieder vor dem einzelnen Stäbchen ein Stäbchen häkeln, ein Stäbchen in das Stäbchen häkeln und ein Stäbchen danach. 3 Luftmaschen, das erste und das letzte Stäbchen auslassen und 7 Stäbchen in die Mitte häkeln. 2, 4, 5, 6 und 7. So haben wir auch wieder aus 9 7 gehäkelt. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen vor das einzelne Stäbchen, ein Stäbchen in das einzelne Stäbchen und ein Stäbchen danach. 3 Luftmaschen. Und aus den 9 Stäbchen wieder 7 häkeln, indem wir das erste und das letzte Stäbchen freilassen. Vier, 5, 6 und 7. 3 Luftmaschen. Vor das einzelne Stäbchen ein Stäbchen um die Kette herum, ein Stäbchen in das Stäbchen hinein und ein Stäbchen danach. 3 Luftmaschen und aus den 9 Stäbchen wieder 7 häkeln, indem wir das erste und das letzte freilassen. Am Ende der Reihe 3 Luftmaschen, um die Kette herum ein Stäbchen und danach ein zweites Stäbchen in die zweite Masche gezählt, einstechen von unten und ein Stäbchen häkeln. So, dann haben wir hier optisch unser einzelnes und dann wie am Anfang unsere 2 und einen schönen geraden Abschluss. Kommen wir zur Reihe 7. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, wenden, häkeln über das erste Stäbchen ein Stäbchen und ein Stäbchen um die Kette herum. So haben wir auch wieder aus 2 Stäbchen 3 optische gemacht. 3 Luftmaschen und nun nehmen wir die 7 Stäbchen, lassen das erste und das letzte frei und machen aus 7 Stäbchen 5. 2, 3, 4 und 5. 3 Luftmaschen
Und aus den nächsten 3 werden nun 5 gemacht, indem wir 1 wieder um die Kette davor häkeln, die nächsten 3 Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln und ein Stäbchen danach um die Kette herum. Drei Luftmaschen, große Gruppe. Aus 7 Stäbchen werden jetzt wieder 5, indem wir das erste und das letzte freilassen und 5 über die 5 mittigen häkeln. Drei Luftmaschen. Und aus den 3 Stäbchen werden jetzt wieder 5, indem wir eins davor um die Kette herum häkeln, jeweils eins über diese 3 und eins danach. 3 Luftmaschen und aus 7 wieder 5, indem wir das erste und das letzte freilassen. Und 5, 3 Luftmaschen und aus den 3 werden jetzt wieder 5 gemacht, indem wir eins davor um die Kette häkeln, jeweils ein Stäbchen über die nächsten 3 und ein Stäbchen danach um die Kette herum. Drei Luftmaschen und hier wieder aus 7 5 Stäbchen machen, indem wir das erste und das letzte freilassen. 2, 3, 4 und 5, 3 Luftmaschen und am Ende eurer Reihe ein Stäbchen um die Kette, ein Stäbchen in das vorhandene Stäbchen und ein Stäbchen, das optische Drittel, in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der zweiten Masche von unten für einen geraden Abschluss. Kommen wir zur Runde 8. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln über die nächsten 2 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen um die Kette herum, sodass wir 4 optische Stäbchen haben. 3 Luftmaschen. Und nun werden aus den 5 Stäbchen 3, indem wir erstes und letztes freilassen. 1, 2 und 3. 3 Luftmaschen. Rüber zu den 5. Dort häkeln wir ein Stäbchen um die Kette herum davor, jeweils ein Stäbchen über die nächsten 5 Stäbchen und ein Stäbchen danach um die Kette herum. 3 Luftmaschen und aus den nächsten 5 Stäbchen 3 machen, indem wir erstes und letztes freilassen. Drei Luftmaschen. Um die nächste Gruppe ein Stäbchen davor, jeweils ein Stäbchen in die nächsten 5 Stäbchen häkeln und das 7. Stäbchen um die Kette herum danach. 3 Luftmaschen und aus den 5 Stäbchen 3 machen, indem wir erstes und letztes auslassen.
3 Luftmaschen und aus 5 Stäbchen 7, indem wir eins davor häkeln, dann die 5 abhäkeln und eins danach um die Kette herum. Drei Luftmaschen und aus den nächsten 5 Stäbchen machen wir 3, indem wir erstes und letztes freilassen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen um die Luftmaschenkette herum, dann über die nächsten 2 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und das 4. optische letzte Stäbchen machen wir in der Steige-Luftmasche der Vorreihe in der 2. Masche von unten angezählt. So, und das war die letzte Reihe. Jetzt wiederholt sich alles und zwar wieder mit Reihe 1. Reihe 1 wird jetzt hier als nächstes drüber gehäkelt. Das Muster an sich empfinde ich als selbsterklärend. Man nimmt halt immer von einem Stäbchen bis auf 9 zu und danach wieder bis auf 1 ab. Am Rand beginnt man mit 5, dann 4, 3, 2, 1 und dann wieder 1, 2, 3, 4 und halt wieder 5, wie am Anfang. Dort, wo 9 Stäbchen gehäkelt werden, also die breiteste Stelle, beginnt man mit 3 Luftmaschen und nochmal 3 Luftmaschen zum Rüberkommen. Also 3 für ein Stäbchen und 3, die ja sowieso immer hier zwischen gehäkelt werden, also auch selbsterklärend. Zurück, so sieht das Ganze bei mir aus. Das ist eins meiner Hauptteile. Hier habe ich, wie schon vorhin erwähnt, 96 Maschen angeschlagen. Dann das Muster, was wir gerade gemeinsam häkeln, übertragen. Danach habe ich in Weiß 25 Reihen hochgehäkelt und danach auf den Farbverlaufsbubbel gewechselt. Mit diesem kamen dann nochmal 24 Reihen hinzu und ich finde, allein der Farbübergang ist mega. Und das passt super zusammen. Das Muster ist einfach zum Verlieben. Dann habe ich das gleiche noch einmal gehäkelt. 96 Maschen angeschlagen, 25 Reihen in Weiß und wieder 24 Reihen im Farbverlauf und habe somit 2 gleiche große Teile. Und nun kommen noch mal die Ärmelchen dazu. Da hatte ich ja gesagt, mache ich 2 kleine Läppchen. Und zwar die Ärmelhöhe mal 2. Also wenn die Ärmelhöhe wie bei mir 20 ist, muss ich mir das aufgeklappt vorstellen und brauche somit 40 cm und dann halt nochmal 20 cm hochgehäkelt. Die Ärmellänge. So, und später, wenn ihr das dann zuklappt, habt ihr so ein süßes kleines Ärmelchen. Und das halt auch zweimal. So, und dann kommen wir jetzt noch zum Vernähen. Zurück, so sieht das Ganze zusammengelegt aus. Wir legen alles in Kreuzform an. Die Ärmel klappen wir einmal in der Mitte zusammen und markieren uns die Mitte. Das gleiche machen wir auch bei den großen Teilen, markieren uns die Mitte und messen dann von der Mitte die eine Hälfte vom Kragen nach links und die andere Hälfte vom Kragen nach rechts ab und können dann zusammentackern und das kleine Stück zusammennähen. Und wenn wir die Ärmel dann zusammenklappen und die Mitte markiert haben, können wir diese genau an der Naht anlegen und auch komplett annähen. Nachdem dann beide Ärmel angenäht sind, also erst die beiden Schultern, dann die Ärmel, können wir das gesamte Projekt einmal in der Mitte zusammenklappen und brauchen dann nur noch in L-Form einmal den Hauptteil bis zu den Ärmeln hoch und unterm Ärmel lang. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass dann nachher alles das auf das und hier auch nochmal die Ärmel. So, und dann machen wir von hier einmal komplett runter und dann ist das gesamte Gerüst unseres Pullovers fertig.
Und wie ich das Ganze vernähe, das zeige ich euch. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.